Heute spreche ich mit Franzi darüber, wie es ist, lebenslang auf der Suche nach der Schmerzursache zu sein. Bereits als Baby wird ihr eine Skoliose diagnostiziert. Es folgen Blinddarmentfernung, Endometriose-OP, Neurolyse und die Diagnose Lipödem. Wann schließlich die Gefäßkompressionssyndrome auftauchen, hörst du jetzt in der 8. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Ja, hallöchen. Schön, dass du da bist und heute mit mir über deine Geschichte redest. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute berichten kann, wie mein Weg war. Ja, wir hatten ja so ein bisschen technische Probleme gerade, das habe ich aber genutzt, ähm, ja, um dann im Prinzip mich noch vorzubereiten und, mir noch ein Käffchen zu machen und, ja, also, das ist ja immer wieder, dass es dann doch mal länger dauert zum Start und Ja, war für aber mich jetzt jetzt, auch gerade recht. jetzt können wir ja loslegen. Das passt schon. Genau. Wir hatten ja, auch ein bisschen geschrieben gehabt und da hattest du ja erst so, ähm, ja, eigentlich Zweifel, ob deine Geschichte überhaupt interessant genug ist, für den Mhm. Podcast. Ja, genau. Also ich bin glücklicherweise eine von denen, denen es noch relativ gut geht, die aktuell noch 100% arbeitsfähig sind. Wohlgemerkt mit Homeoffice und natürlich auch mit Ausfallzeiten. Aber ja, ich glaube, ich bin ein Fall, dem es halt noch sehr, sehr gut geht und ja, vielleicht macht das aber auch ein bisschen Mut. Ja, also, ich denke Genau. schon, weil natürlich gibt es viele Betroffene, die, ja, auch wirklich, sehr viel liegen, die gar nicht mehr laufen können, vielleicht im Rollstuhl sitzen. Ähm, aber ja, es ist halt 'n krass großes Spektrum, muss man schon sagen, ne? Also, die einen können noch arbeiten, die anderen nicht. Aber letztendlich hat jeder irgendwo damit zu kämpfen und zu tun und irgendwelche Einschränkungen dadurch. Und, ja, also, es ist ja schon mal toll zu hören, dass du arbeiten kannst. Ähm, die jetzt zuhören, die wollen sicherlich wissen, wie alt du bist. Das Ja. mal so vorweg und genau. Ja, also ich bin, 28 und ich würde mal sagen, mein Weg hat aber eigentlich schon als Säugling begonnen. Also, bei mir, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, gab es eigentlich schon früh Anzeichen, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt und von daher ist der Weg einfach schon sehr, sehr lange. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Ja, also, sehr gerne, weil also, das ist natürlich erst mal so: „Oh, okay, wie als Säugling schon“, ne? Also, das Mhm, da stutzt man natürlich schon und macht auch so 'n bisschen betroffen. mhm. Ähm, ja, ich glaube, das Beste ist wirklich, da dann auch anzufangen, weil da hat ja deine Geschichte wohl angefangen. Genau, also, bei irgendeiner U-Untersuchung, hatte meine Mutter mir neulich noch erzählt, hat man direkt schon Skoliose festgestellt. Und das ist ja was, was auch viele Betroffene haben, die Gefäßkompressionssyndrome haben. Mhm. Und die war damals schon so stark ausgeprägt, dass, meine Mutter und ich immer zur Krankengymnastik gegangen sind, schon als ganz kleines Baby und das über, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre dann so, ich sag mal, wegtrainiert haben, dass es sich erstmal verwachsen hat, sodass dann die Physiotherapeutin und auch die Ärztin damals glücklich waren. Aber man ist es tatsächlich nie wieder irgendwie mal, kontrollieren gegangen. Und aus dem Grund hatte ich dann so mit, ich würde schätzen, so 12, 13 Jahre sehr, sehr starke Rückenschmerzen und da hat man dann auch wieder gesehen, dass die Skoliose wieder da ist. Gut, die Und, Frage ist, war die denn weg? Also, sie war laut Ärzte weg, ja. Aber dadurch, dass okay. ich halt dann weiter gewachsen bin, scheint sie dann wieder entstanden zu sein. Was ja auch interessant ist, weil man fragt sich, warum entsteht das überhaupt, die Skoliose? Ehrlich gesagt, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, obwohl ich ja selber Skoliose habe. Also, irgendwie frage ich mich grad: „Hä, warum habe ich nie nach der Ursache“, oder vielleicht hast du, also, weißt du das, aber ich denke grad: „Was ist die Ursache für 'ne Skoliose?“ Weil ich frage mich das grade so, du hattest es als Baby, es wurden total viele Übungen gemacht. Man sagt ja da, am Anfang kann
da sicher noch eher irgendwie man das beeinflussen als dann im Erwachsenenalter, ähm, weil es ja knöcherne Strukturen sind, wo man dann quasi halt durch Muskulatur vielleicht was machen kann. Aber warum kann es sein, dass das weg ist und dann kommt's aber wieder? Also, die Erklärung damals vom Arzt war, meine Mutter hätte mich zu oft auf eine Seite gelegt und deswegen wäre die Skoliose entstanden. Wie viel da jetzt Quatsch. medizinisch dran ist, ich glaube nicht viel. Also, das ist ja 'ne komische Aussage. Also, das kann ich mir also gut, ich bin jetzt natürlich keine Ärztin, ich habe da keinen medizinischen Hintergrund, aber ich finde es dann krass, wenn 'ner Mutter so was gesagt wird, so von wegen, sie sind schuld, dass dann ihr Baby halt Ja, ja gut. ich sage mal so, es war ja dann wieder nach 1,5, 2 Jahren gut und meine Mutter dachte: „Ja gut, das ist sie ist jetzt wieder gesund und alles ist fein.“ Aber so war's ja letztendlich nicht. Denn, ich habe schon relativ früh mit 11 Jahren meine Periode bekommen und das auch sehr, sehr heftig, sodass ich dann mit 12 Jahren direkt schon, auch die Pille verschrieben bekommen habe vom Frauenarzt, weil kein Schmerzmittel wirklich langfristig geholfen hat. Und, ich hatte halt immer überwiegend auf der linken Oberbauchseite Bauchschmerzen. Und ich war so oft als Kind im Krankenhaus, weil immer der Verdacht war, irgendwie 'ne Blinddarmentzündung, wäre die Ursache. War dann irgendwann auch so, dass er tatsächlich auch entfernt wurde, weil er entzündet war. Aber ich hatte halt immer irgendwie Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Also, es hat halt nie wirklich aufgehört. Und, wir waren dann auch bei Ärzten zum Beispiel, um 'ne Laktoseintoleranz festzustellen und es war immer alles irgendwie negativ. Das heißt, eigentlich hatte ich nie was wirklich gefunden wurde, war aber als Kind auch übergewichtig und bin dann einfach zur Physio gegangen, habe Kraftsport gemacht und habe dann irgendwann auch abgenommen, 30 Kilo und dann waren eigentlich überwiegend die Schmerzen weg. Also, mir ging's so mit 16, 18, das war da, wo ich so viel abgenommen habe, da ging's mir wirklich gut, 'ne ganze Zeit lang. Das ist ja auch interessant, ne, weil ich habe letztens erst mit jemandem gesprochen, weil so, wenn man, ja, mit irgendwelchen Problemen, zum Arzt geht, dann ist der Satz meistens immer: „Nehmen Sie erst mal ab und machen Sie Sport“, ne? Und die meisten erfahren dann, dass das halt eben nicht unbedingt dann geholfen hat. Aber interessant, dass das, bei dir scheinbar doch 'n Effekt hatte und, aber auch krass, dass bei dir auch der Blinddarm schon entfernt wurde. Also, weißt du, wie alt du da warst? Das war 2012, da ne, Quatsch, viel früher. Ich glaube, ich war ungefähr 12, 13 so um den Dreh. Also doch schon so früh, also im Prinzip, nachdem du dann halt auch, deine Periode bekommen hast und Mhm. dann die Pille genommen hast und dann wurde dann auch noch der Blinddarm entfernt. Aber sind denn deine Bauchschmerzen nach der Blinddarmentfernung besser geworden oder erst nachdem du, abgenommen hattest und Sport gemacht hast und da wahrscheinlich auch Muskulatur aufgebaut hast? Ich würde sagen, es war so 'n schleichender Prozess. Also, es ging ja über 'n paar Jahre. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, weil ich halt noch sehr jung war. Aber ja, als ich so, sagen wir mal, so 16 bis 18 war, war auf jeden Fall alles weg. Was ja dann erst mal super ist so und warum ist es nicht so geblieben? Kann ich dir sagen. Damals, als ich da durch die Physio, mit Kraftsport angefangen habe, hat sich da 'ne totale Leidenschaft entwickelt. Ich wollte damals auf die Bühne im Bodybuilding und habe wirklich, ja, anfangs dreimal die Woche Sport gemacht, irgendwann auch sechsmal und kam dann ganz schnell an den Punkt, dass die Pille ja störend ist und ja eigentlich auch nicht so gut für den Körper und habe sie abgesetzt, weil ich mehr Muskulatur aufbauen wollte und mehr Fett verlieren wollte. Mhm, Und dann fing das ganze Schlamassel an. okay. Also, viele nehmen ja oder setzen ja grundsätzlich irgendwann die Pille ab, weil, ich glaube, das ist auch ein Thema, dass man sich heutzutage einfach selber auch, durch das Internet, ähm, selbst informieren kann und viel mehr vernetzt ist mit anderen Frauen und da Erfahrungen teilen kann. Und, bei mir ich habe ja auch, wegen starken Periodenschmerzen damals direkt die Pille gekriegt. Und das wurde ja da, ohne irgendwie drüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben könnte, gemacht, ne? Und, Mhm. galt ja so als Allheilmittel und teilweise heute noch. Aber das Bewusstsein ist bei den Frauen halt mittlerweile einfach viel größer geworden, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Dinge auf
Nebenwirkungen von der Pille, zurückzuführen sind. Und wir ja dann irgendwann auch sagen so: Ja, was tue ich da eigentlich meinem Körper an mit der Pille?“ Und ich setze die ab, ne? Und, vielen geht's dann so, dass danach dann die Beschwerden erst recht schlimmer werden. Bei dir war's jetzt 'n anderer Grund, warum du die Pille abgesetzt hast, Mhm. aber letztendlich unterscheidet's ja trotzdem nicht groß, ne, dass dann, letztendlich doch so passiert ist, dass dann deine Beschwerden schlimmer geworden sind. Ähm Ja, genau. Also, ich würde sagen, es hat so 2 Jahre ging's ganz gut, würde ich sagen. In den 2 Jahren, das waren, glaube ich, rückblickend die besten Zeiten körperlich gesehen meines Lebens. Aber dann fing es langsam an, dass ich plötzlich, ganz, ganz dick angeschwollenen Bauch bekam. Also, morgens habe ich meine Hose angezogen und nachmittags habe ich den Knopf kaum noch zubekommen. So dieser typische Endo-Belly, wie viele Mhm. ja, sagen würden. Und ich hatte immer so Bauchschmerzen und teilweise auch Luftnot nach dem Essen. Also, so 'n Engegefühl, dass ich erst dachte: „Okay, welche Nahrungsmittelunverträglichkeit hast du denn?“ Ich habe wirklich alles durchprobiert und manchmal ging's besser, manchmal nicht. Und ja, letztendlich konnte ich gar keinen Sport mehr machen, weil die Schmerzen danach unerträglich waren. Manchmal hatte ich auch Blutungen danach und bin halt wirklich, ja, wie so in 'n Loch gerutscht, weil mir das ja quasi, also der Kraftsport, das, was ich über alles geliebt habe, mir halt auf einmal genommen wurde. Und, ja, das hat sich dann so zugespitzt, dass ich auch irgendwann, vermutlich dachte ich, dass damals Blasenentzündungen hatte, aber es wurde halt nie irgendwelche Bakterien gefunden. Und du lächelst grad, ich glaube, das kommt dir ganz bekannt vor, ne? Ja. Ja, Handschlag. Hi. Ja, und dann war ich beim Urologen und der Urologe sagte, „Ja, haben Sie schon mal was von Endometriose gehört?“ Er hätte ganz viele Frauen, die hier sitzen mit diesem Problem, die aber tatsächlich Endometriose haben. Hä, wie cool ist das denn, dass der Urologe das gesagt hat? Ja, also, Also, weil die ich war Urologen, wo ich war, die haben davon, glaube ich, gar keine Ahnung gehabt und ich glaube, generell das war irgendwie mein keine Glück, Ahnung. weil alle Frauenärzte, bei denen ich war, und damals habe ich aufgrund vom Umzug auch gewechselt, die haben davon noch nie was gehört gehabt. Ja, Das ist halt schon traurig, wenn man es so rückblickend betrachtet, und auch Glück zugleich, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. also, aufgrund also, ganz kurz noch mal, ich will noch mal deine Mhm. Symptome irgendwie also, weil, du hast ja gemeint, du hast ja, sozusagen, von Anfang an schon so Periodenschmerzen gehabt, Mhm. und hast dann die Pille bekommen. War das mit Pille eigentlich komplett weg? Warst du beschwerdefrei? Nein. Also, ich hatte trotzdem Schmerzen, aber sie waren so auszuhalten, dass ich halt nicht in Ohnmacht gefallen bin. Mhm. Weil genau das kam natürlich auch wieder, als ich dann irgendwann die Pille abgesetzt habe, dass die Schmerzen so hart irgendwann wurden, dass ich, Mhm. ja, entweder in Ohnmacht gefallen bin oder halt so viel Schmerzmittel irgendwann eingeschlossen habe, dass ich dann einfach, weiß ich nicht, den ganzen Tag geschlafen habe. Mhm. Ja. Und dann kam ja nach dem Absetzen diese Bauchschmerzen, ne? Mhm. Also, gar nicht unbedingt dieses typische, so Leistenschmerzen, so da, wo Gebärmutter sitzt, sondern schon eher Oberbauch auch? Ja, also der Bauch, der war so dick, ich sah aus, als wäre ich im 6. Monat schwanger. Der war Ja. so aufgebläht. Mhm. Ja, Mhm. Ja, cool. Und dein Urologe hat dann gemeint: „Ja, check mal die Endometriose ab.“ genau. Check mal die Endometriose ab, so war das. Und damals hatten wir hier in Kassel, also da, wo ich herkomme, noch den Dr. Tinneberg. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, aber ich bin der Meinung, das war so einer der ersten Ärzte auch in Deutschland, der Endometriose operiert hat. Zumindest wurde mir das damals im Krankenhaus gesagt, und der hat Mhm. aber zu dem Zeitpunkt, ist er in Rente gegangen. Und die waren gerade dabei, das Endometriosezentrum wieder aufzubauen mit einem neuen Arzt. Und genau, ich war dann allerdings nicht in der Endometriose-Sprechstunde dort, weil die Zertifizierung noch nicht hatten, sondern ich bin, glaube ich, vor der Operation 2019, ich glaube, 2 oder dreimal als Notfall ins Krankenhaus gekommen, Mhm. weil, ich ja so starke Unterleib und auch Rückenschmerzen hatte, dass keine Schmerzmittel geholfen hatten und ja, ich dann halt total durchgedreht bin aufgrund der Schmerzen. Und dann haben die mich halt, ja, immer wieder eingewiesen, haben die Schmerzen behandelt und irgendwann war's gut. Mal war's 'ne Zyste, die geplatzt ist, aber
der Arzt vor Ort, der, hat schon im Ultraschall gesehen, also irgendwas, scheint da nicht zu stimmen. Also irgendwas ist halt nicht in Ordnung und hat dann auch auf die Endometriose getippt aufgrund der anderen Symptome. Mhm. Und wurdest du dann da, operiert? Also, haben die dann gesagt, ja, um zu wissen, ob du Endometriose hast, müsste man 'ne Bauchspiegelung machen und mal gucken. Ja, genau. Also, ich bin 'n halbes Jahr nur mit Schmerzen rumgelaufen und habe mich dann relativ schnell auch dafür entschieden, weil mir ging's zu dem Zeitpunkt wirklich so schlecht körperlich, dass wir beispielsweise einkaufen waren und ich dann so erschöpft war, dass ich den ganzen Tag schlafen musste. Also, ich war gar nicht mehr lebensfähig. Damals, habe ich noch studiert und habe mich dann wirklich mit Schmerzmitteln in die Uni gequält und ins Praktikum, weil ich wusste, ich muss das irgendwie abschließen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich an die Zeit eigentlich kaum noch erinnern. Ja, weil Ja. du nur funktioniert hast, ne? Richtig, ja. Und auch nur vollgepumpt war mit Schmerzmitteln eigentlich, ne? Und deswegen stand für mich dann relativ schnell fest, ich muss die OP machen und habe die dann im September 2019 auch machen lassen. Und, ja, da haben sie sehr viel Endometriose gefunden. Also, beide Beckenbänder waren, befallen, dann auch, das Septum, also rektovaginal war befallen, aber auch das Zwerchfell war befallen und das auch tief infiltrierend dann. Was ja dann so Ja. 'n bisschen auch deine Beschwerden, mit Atmung und so, erklären könnte, ne? Genau, ja. Also, ich hatte zum Beispiel vorher auch immer Schulterschmerzen in der rechten Schulter und da haben die dann auch gesagt, dass es sogar auch davon kommen könnte. Mhm. Und seitdem waren die Schmerzen eigentlich auch weg. Ah ja, also es ging dir nach Mhm. der OP dann auch wirklich besser? Ja, also, ich habe das Gefühl gehabt, ich war wie 'n neuer Mensch. Mir ging's Oh. besser. Ich hatte natürlich schon noch so 'n bisschen diesen typischen Endo-Belly, hatte dann aber auch relativ schnell schon sogar vor der OP, damals das Gestagen bekommen. Also, meine Periode wird seitdem auch unterdrückt und, da ging's mir natürlich viel, viel besser, ne? Nicht jeden Monat diese Schmerzen aushalten zu müssen Mhm. und auch, dass die Endometriose dann weg war. Ja, war super gut. Ja, es ist, also Vascular Voices ist ja eigentlich 'n Podcast, wo es um Gefäßkompressionssyndrome geht. Und irgendwie ist jetzt in jeder Folge, geht's um Endometriose. Das ist immer, glaube ich, vielleicht auch verwirrend, für manche Leute, die sich, irgendwie neu mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und es ist aber momentan zumindest halt bei uns in Deutschland einfach so, dass ganz viele über die Endometriose an die Diagnose der Gefäßkompression erst kommen. Und deswegen Mhm. taucht das jetzt einfach immer wieder auch auf in den, Erfahrungsberichten. Das will ich einfach kurz mal hier noch, erklärend ergänzen, weil, ja, Endometriose-Podcasts gibt's ja wirklich sehr, sehr viele, auch gute. Ähm, und es soll natürlich hier um die Gefäßkompressionssyndrome gehen. Aber da reden wir jetzt ja dann auch drüber, wie du Mhm, eigentlich zu deiner Diagnose gekommen bist und was für Gefäßkompressionen bei dir entdeckt worden sind. genau. Ja, wie du schon, geteasert hast, mir ging's dann leider nicht dauerhaft gut, sondern irgendwann, fing das schleichend an, dass ich, links, unten in der Flanke Schmerzen bekam. Also, ich muss dazu sagen, ich bin auch vom Lipödem betroffen und das kam tatsächlich auch noch davor. Achtung, noch mal Handklatsch. Ja, also Endometriose, Lipödem, alles einmal mitgenommen und dann noch die Gefäßkompressionssyndrome. Als wenn's nicht schon Aber genug wäre. Na ja. genau, also dadurch, dass ich halt nicht mehr so viel Kraftsport gemacht habe, dachte ich erst: „Na ja gut, du hast irgendwie, Rückenschmerzen links in der Flanke." Es war tatsächlich eigentlich auch immer nachts oder ja, wenn ich aufgestanden bin, aber nie tagsüber. Und dann dachte ich erst: komisch, weiß ich nicht, trainierst du? Also, solltest du wieder mal trainieren? Sind die Muskeln schlaff oder hast du eine falsche Matratze?" Es war tatsächlich auch erst so, dass es, bei Übernachtung war, wo ich woanders war, also gar nicht zu Hause. Und irgendwann, als es dann auch anfing, zu Hause weh zu tun und halt immer schlimmer wurde, dann dachte ich mir so: „Es kann ja nicht nur am Krafttraining liegen oder an der Matratze. Also, irgendwas muss da im Argen sein." Hm. Mhm. Und dann überlegt man sich natürlich als Erstes wieder, ja, ist die Endometriose wieder da? Klar, ne? Ja. Und wie, glaube ich, viele dann auch, ja, in Selbsthilfegruppen lesen bei Facebook zum Beispiel, stößt man dann sehr schnell auf Doktor Putz.
weil er ja dafür bekannt war damals, Endometriose an den Beckennerven zu operieren. Und da dachte ich natürlich: „Okay, wenn das schon an den Beckenbändern war, an den Gebärmutterbändern und so Mhm. weiter, dann kann das ja vielleicht sehr naheliegen", ne? Und die Symptome, die man da unter anderem gelesen hat, auch mit der Blase und so weiter, das muss ich aber dazu sagen, also Endometriose an der Blase haben sie nie gefunden. Mhm. Da dachte ich natürlich: „Okay, ist das jetzt wieder neu gewachsen? Ist es vielleicht an der Blase gewachsen, an den Nerven?" Und, so kam ich dann zu Doktor Putz. Mhm. Ja, also das mit der Blasen, ich weiß gar nicht, wie oft hattest du Blasenentzündung? Offiziell vielleicht einmal und Beschwerden hatte ich locker 5, 6 Mal. Im Jahr meinst du? Ne, Oder zu wie? dem Zeitpunkt, also Oder es im war wirklich Monat? nur Oder dort. Ähm, ja, wie war das denn damals? Gute Frage. Ich würde schätzen, ich hatte es so alle 3 Wochen, also akut wirklich vor dieser ja. OP. Ja, aber sonst so in den Kindheitsalter eigentlich nie häufig. Und wie hat sich die Blasenentzündung bei dir so geäußert? Ich hatte halt immer erst mal das Gefühl, ich muss ständig auf Toilette Mhm. und wenn ich auf Toilette war, kam entweder nix raus oder wenn was rauskam, war halt das Gefühl danach nicht weg, dass ich auf Toilette musste. Also, ich saß immer irgendwie und hatte das Gefühl, ich muss, aber konnte nicht. Ich hatte auch beim Urinlassen, starkes Brennen und auch Schmerzen. Ja, aber es wurde halt ein einziges Mal was an Bakterien gefunden, ansonsten halt gar nicht. Mhm. Ah, ich kenne das so gut. Also, mich, verfolgt ja dieses Thema seit der Kindheit. Ähm, und gut, Skoliose habe ich auch. Ich weiß, in der Jugend war ich dann auch in der Krankengymnastik und, boah, also, meine Eltern haben da schon auch immer geguckt, ne? Und da waren wir bei Ärzten und dann wurde da irgendwie genau gemessen und ob ich Einlagen in die Schuhe brauche, ne, wegen Mhm. Stand durch die Skoliose und, also, die haben da schon auch viel gemacht und, aber irgendwie ist es halt nie weg, also, es ist halt immer da gewesen, die Skoliose, also, egal wie ich da trainiert habe oder so. Und auch mit der Blasenentzündung, mal wurden Keime in der Kultur gefunden, mal nicht. Ähm, und dann hat bei mir der Urologe halt gesagt gehabt so: „Ja gut, das ist halt irgendwie so, ne? Manche Leute sind da halt einfach total empfindlich und andere haben voll die Bakterien drin und, spüren überhaupt nix, haben gar keine Probleme. Und, das ist halt wie mit Leuten, die Migräne haben oder irgendwie mit'm Magen. Das ist dann einfach so ihr Stressorgan." Ja, Habe ich dann so gesagt bekommen mit der Blase und, ja, und bei mir war das dann halt eigentlich dieses Brennen und das hat dann halt mit dem, auf die Toilette gehen gar nix mehr so zu tun gehabt, weil dieses Brennen war halt einfach durchgehend so bei mir dann. ja. Ähm, Also, ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt immer 'n Brennen hatte, aber es ist halt immer 'n unangenehmes Gefühl, ne? mhm, Also, es ist immer so 'n Druck, so 'n Schmerz und ja, vielleicht war's auch 'n Brennen. Aber was mich halt immer so am meisten gestört hat, wir waren irgendwie unterwegs und mein Körper hat mir suggeriert, ich muss auf Toilette, aber ich wusste, ich muss nicht. ja. Und dann, weiß ich nicht, habe ich mir Wärmflaschen mit ins Auto gelegt, als wir noch keine Sitzheizung hatten und habe das so versucht, irgendwie immer zu unterdrücken und dann den Tag so durchzustehen. Ja, und dann war's mal nach 2, 3 Tagen wieder gut und dann, weiß ich nicht, 1, 2 Wochen später fing's halt wieder an, ne? Mhm. Und dass dann natürlich nichts an der Blase gefunden wurde, hat mich 'ne lange Zeit auch verunsichert, aber gut, dann war's nach der Endometriose-OP wieder weg und dann habe ich irgendwann auch nicht mehr dran gedacht, Mhm. bis es halt wieder kam in Verbindung mit den Flankenschmerzen, ne? Mhm. Und, also, du hast dann selber recherchiert und hast dann festgestellt, es könnte eventuell sein, dass du Endometriose an den Nerven hast? Mhm, genau. Mhm. War da genau in dieser Facebook-Gruppe drinne und, habe mich immer mal so quer gelesen und Mhm. deswegen habe ich dann auch recht schnell gesehen, wer welche Probleme hat und damals war der Doktor Putz ja noch in Dernbach, meine ich. Mhm, genau. Genau, und das war gerade zu dem Zeitpunkt, als unsicher war, in welche Klinik er geht und als er eine Klinik gesucht hat. Und, ja gut, da musste ich halt so lange erst mal durchhalten, weil eine andere Option gab's ja in Deutschland nicht, ne? Mhm. Es gab ja noch einen Arzt in der Schweiz, der In Kosovo, Doktor ja. genau. Und dann war es ja auch unklar, ob die Krankenkasse überhaupt die Kosten übernimmt. Und damals hätte ich mir das nie leisten können, da Mhm. irgendwie 'ne OP selber zu bezahlen. Also ja, habe ich halt irgendwie überlebt und habe gewartet, bis Doktor Putz dann in Neubrandenburg war. Ja, so krass, weil, genau zu dem Zeitpunkt
saß ich halt da und habe geheult, weil meine OP abgesagt wurde, weil er nicht mehr an der Klinik war. Ich weiß noch, ich war ja in der Facebook-Selbsthilfegruppe auch. Und dann hat eine reingeschrieben: „Ey Leute, ihr glaubt's nicht, ich komme grad aus Dernbach aus der Klinik und der, Doktor Putz ist einfach nicht mehr da.“ Und sie Mhm. hätte eigentlich 'n Termin gehabt und dann saß 'n anderer Arzt vor ihr und sie so: wer sind Sie?“ Und, ja, und dann war natürlich der Aufschrei riesig in der Gruppe und, ich saß da und sollte irgendwie in 2 Wochen die OP haben. Und das war ja für mich so der letzte Strohhalm, an dem ich mich irgendwie gekrallt hatte, weil ich bis dahin schon auch so 'n langen Weg hinter mir hatte. Und dann ist so jegliche Hoffnung ist einfach mir genommen worden mit dieser Info. Niemand wusste, ja, lebt der noch? Ist der irgendwie aus welchen Gründen? Was ist passiert? Wird Mhm. der jemals wieder an der Klinik arbeiten? Geht's ihm gesundheitlich nicht gut oder irgend 'n Familientrauerfall oder man weiß es ja dann nicht, ne? Und dann ging da die Spekulation los und die Panik und, ja, Man fühlt sich da einfach hilflos. Ich meine, ich hatte das Glück damals, dass es schon in der Sprache war, dass er eine andere Klinik sucht, aber Doktor Putz ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn dann so jemand einfach verschwindet und du hast keinerlei Option in Deutschland, also, genau. das macht ja was mit der Psyche. Das ist Ja. keine Frage, ne? Und wenn man Mhm. sich dann die OP in der Schweiz nicht leisten kann, ne? Und dann also, ich begegne auch immer wieder dem Thema, dass man Geld braucht, um irgendwie sich leisten zu können, gesund zu werden durch, ja, Ernährung, Behandlungen und so Mhm. weiter. Aber gut, das ist 'n anderes Thema. Ich Ja, das kürze das stimmt. mal ab. So, ich schweife Ja, manchmal so 'n bisschen, ja, ab. Ähm, ja. Okay, also im Prinzip, wie ging's dann weiter? Also, du hast dann wahrscheinlich mitbekommen, dass er in Neubrandenburg angefangen hat? genau. Und damals war es ja so, dass er, glaube ich, seine E-Mail auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er die damals in 'ne Gruppe gestellt hat. Jedenfalls konnte man ihn ja dann per Mail auch kontaktieren. Und, ich habe ihm dann einfach meine Beschwerden geschildert und auch meine OP-Berichte geschickt und habe halt gefragt: „Ja, könnte das in die Richtung gehen? Macht das Sinn, mich bei Ihnen vorzustellen?“ Und dann sagte er: „Ja, könnte sein.“ Und genau, dann habe ich im September 22 dann sozusagen einen Termin dort gemacht, habe die weite Reise aufgenommen. Es waren, glaube ich, 5 oder 6 Stunden Zugfahrt. Und, Geht ja noch. ja, ich habe schon gehört, andere, die aus dem Süden kommen, die brauchen noch länger. Aus Kassel ist es ganz machbar. Aber, ja, natürlich ist es trotzdem anstrengend, weil man ja nicht fit ist, ne, keine Frage. Und auch Natürlich. Ey, diese schon 'ne Psyche, Stunde ist, krass einfach, ja. ja. Und man ist natürlich auch so aufgeregt, man weiß nicht, was los ist, was einen erwartet. Und ne, war dann auch da und, er hat mich dann untersucht. Er hat dann direkt auch durch die Musa-Kriterien auch die Adenomiose festgestellt. Also, das kam dann auch noch obendrauf. Der Arzt, der mich damals wegen der Endometriose operiert hatte, sagte schon, die Gebärmutter sah nicht so gut aus, aber um das festzustellen, müsste man sie aufschneiden und davon haben wir damals abgesehen. Aber Doktor Putz hat da dann sehr schnell auch gesehen, da ist Adenomiose und, ja, auch 'ne Pudendus-Neuralgie heißt es, glaube ich. Pudendus. Ach, danke. Kein Pudendus-Neuralgie. Ding. Genau, Genau. Pudendusnerv heißt der Mhm. Nerv, ja. Ja, und das war eben auch positiv und das hat dann natürlich irgendwo auch diese Flankenschmerzen erklärt und, ja, er kam dann relativ schnell auch zum Entschluss, dass da eigentlich 'ne Neurolyse sinnvoll ist. Mhm, Und dass wir natürlich da auch nach gegebenenfalls noch Endometriose gucken, die nachgewachsen sein könnte. mhm. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt hatte. Er sagte: „Ja, d wahrscheinlich ist da irgendwo 'n Nerv eingeklemmt und wenn man da nicht operiert“, es gibt Patienten, die sitzen im Rollstuhl irgendwann. Also, ich bin nach Hause gefahren, ich habe geheult, ich war wirklich fix und alle. Oh nein, Mhm. ja. Aber von Gefäßkompression wusstest du da noch nix? Ne, also natürlich hat er auch gesagt: „Hier liegt 'ne Skoliose vor“ und, ich bin der Meinung, damals war's auch schon so, dass er davon wusste und dass es hätte sein können, aber gut, wir mussten halt erst mal die OP abwarten, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, das weißt du besser, wann genau er, wusste, dass es gegebenenfalls Gefäßkompressionssyndrome sein können. Na, bei mir hat der das ja Ende 2021 festgestellt. Okay.
Ja, dann zeitlich war vielleicht schon der Hinweis da, dass es auch so was Mhm. sein könnte. Mhm. Ja. Aber für mich war da zu dem Zeitpunkt erst mal: „Okay, da ist 'n Nerv eingeklemmt, wer weiß warum, vielleicht ist es Endometriose.“ Also, für mich stand die Endometriose dann erst mal so im Vordergrund, ne? Mhm. Also, das war Klar. erst mal so das: „Mist, wahrscheinlich ist sie wiedergekommen.“ Und Und, ja. was hat er dann in der Neurolyse gesehen? Ähm, Er hatte in der Neurolyse gesehen, dass der, Lumbosakralis, also der Nerv, auf der einen Seite von der Krampfader eingeengt war und von der anderen Seite vom Beckenband. Und das hat er dann eben auch eingeschnitten und hat mir dann auch empfohlen, dadurch, dass das dann mit dem Gefäßkompressionssyndrom schon bekannt war, 'nen MRT vom Bauch machen zu lassen und auch zu Doktor Scheubach zu gehen. Mhm. Mhm. Und Endometriose hat man tatsächlich nicht gefunden, zum Glück. Krass. Ja, Keine Endo mehr, ne? mm, keine Endo mehr. Das heißt, die Pille hat bei mir zum Glück gewirkt oder wirkt immer noch. Mhm. Und das ist ja auch schon mal was, muss man ja auch mal sagen. Auch wenn natürlich die andere Aussicht auf die Gefäßkompressionssyndrome auch doof sind, ne? Ja, natürlich. Also, wahrscheinlich konntest du damit auch erst mal gar nicht wirklich was anfangen, ne? Ne, ich habe tatsächlich viel dann, bei Doktor Schollbachs Seite auch, gelesen und habe mir seine Berichte und so angeguckt und, auch erst mal so 'n bisschen im Internet gegoogelt, aber so viel hat man da ja auch ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Mhm. Und dann war ich auch überfordert, ja, dass es ja mehrere Formen gibt Mhm. und, ja, musste das auch erst mal alles so 'n bisschen sacken lassen und habe dann, glaube ich, auch in dem Moment einfach funktioniert, habe dann erst mal den Termin, hier im MRT gemacht mit Kontrastmittel. Mit dieser bestimmten Technologie. Ich weiß grad gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Tesla-3-Gerät wahrscheinlich. Tesla-3-Gerät, genau. Mhm. Ja. Und man liest ja in den Gruppen ganz häufig, dass, dann die Betroffenen in irgendwelche Krankenhäuser gehen und dieses MRT machen lassen und da gar nichts von den Ärzten gar nichts gefunden wird, aber Doktor Putz dann doch das ein oder andere sieht. Und bei mir war's dann komplett anders. Also, der Arzt hat dann noch vorher zu mir gesagt: „Na ja, wir machen das jetzt, aber wahrscheinlich wird man da sowieso nix sehen.“ Und dann stand im Bericht, ja, einmal, war die Arterie leicht schon komprimiert, die für das Dunbar-Syndrom spricht und einmal, auch die Beckenvene, also für Maid-Turner. Mhm. Und das waren dann erst mal so die Sachen, die dann in dem Bericht standen, wo ich dann dachte: „Ja krass, da ist wirklich was und Doktor Putz hat den richtigen Riecher.“ Ja. Ähm, noch mal ganz kurz zurück. Wie ging's dir denn eigentlich nach der Neurolyse, ne? Weil, ähm, der Nerv war eingeklemmt, hast du gesagt. Er hat den Nerv befreit. Hast du danach dann 'ne Veränderung gespürt? Ja, ich bin wach geworden nach der OP und habe direkt gesagt: „Das ist weg.“ Es war sofort, dass ich gesagt habe: „Krass, da ist nix mehr. Das ist weg.“ Okay. Ich habe sofort gespürt und was dann aber allerdings 'n Schock war und das, sagt ja Doktor Putz auch, dass man manchmal das linke Bein nicht sofort bewegen kann. Mhm. Das war bei mir auch so. Also, das erste Mal aufstehen war dann 'n Schock, weil ich dachte: „Oh mein Gott, ich kann mein Bein nicht ansteuern.“ Das hat sich aber nach ein 2 Tagen wieder gegeben. Also, es wurde immer wieder stärker dann das Bein. Aber ich hatte noch sehr, sehr lange, ich würde sagen 2 bis 3 Jahre, also bis vor 'n halben Jahr ungefähr auch so taube Haut an den Stellen. Mhm. Gefühlsmissempfindungen und Schmerzen auch teilweise. Also, man hat wirklich gemerkt, dieser Nerv, der wurde freigelegt, der war getriggert und das hat ganz, ganz lange gebraucht, Mhm. bis sich das alles wieder so eingespielt hat. Ja. Ja, es ist ja, sehr typisch für die OP, dass man da dann mit dem linken Bein erst mal Probleme hat, ne? Mhm. Ähm, bei den einen geht's schneller weg, bei den anderen dauert's halt länger. Das ist aber also, es ist irgendwie 'n blöder Vergleich, aber ich habe zum Beispiel, mit Mitte 20 meine, wie heißen sie, meine Mandeln entfernt bekommen, Mhm. weil ich immer wieder krank war. Und da wird ja die Zunge so rausgezogen mit so 'ner Zange und festgehalten, dass die da halt hinten drankommen. Und ich habe danach, und das war mir vorher gar nicht bewusst, ein Jahr lang nichts schmecken können. Ich hatte Mhm. also, meine Nerven auf der Zunge, die waren so gequetscht,
worden, dass ich halt manche Geschmäcker ich konnte manche Sachen überhaupt nicht essen, weil mir speiübel dabei geworden ist, wenn ich zum Beispiel Schokolade oder sowas gegessen habe. Oder musste extrem viel trinken und habe dann echt dann erst gegoogelt und habe gesehen, es gibt Leute, die kriegen nie wieder, diesen Geschmackssinn auf der Zunge bei einer Mandel-OP, ne? Ja. Und das sind Nerven sind einfach so richtig empfindlich und wenn die irgendwie, getriggert werden, dann nehmen die einem das so richtig übel. Und auch wenn dann in deiner OP bei der Neurolyse an dem Nerv selber nichts gemacht wird, wird ja trotzdem, wenn der befreit wird der ja auch rumgezogen und rumgeschaukelt und keine Ahnung was, ne? Also, der wird ja trotzdem irgendwie irritiert und das nimmt der einem halt so richtig übel, ne? Ja, vor allen Dingen, ich hatte bestimmt ein halbes Jahr davor die Rückenschmerzen meines Lebens nachts und habe mit Schmerzmittel jede Nacht geschlafen oder habe gar nicht Mhm. geschlafen, war den Tag total gereizt. Also, ich stand ja total neben mir. Ne, also auch das, was davor war, war ja für den Nerv auch schon 'ne Strapazie. Ja. Und welche Beschwerden waren dann genau weg nach der OP? Eigentlich nur diese Rückenschmerzen, die mich zu dem Zeitpunkt, getriggert haben, ne? Und beim Bauch dachte ich ja, also, ich hatte diesen Endobelly oder ich dachte, das wäre der Endobelly, den hatte ich die ganze Zeit, habe das dann darauf geschoben, aber das war nach der OP eigentlich nicht weg. Mhm. Und diese Also, wirklich Flankenschmerzen, nur von denen du gesprochen hast, ja, das war alles weg. das war auch weg? Ja. Ah, krass. Aber Beinschmerzen hattest du nicht? Gut, das ist halt so die Sache. Ich habe immer mal wieder Beinschmerzen. Da ist immer die Frage, kommt's vom Lipödem? Mhm. Kommt's von den Gefäßkompressionssyndromen? Da bin ich tatsächlich bis heute noch immer wieder mal selbst in mich reinfühlen, was gehört zu was. Man muss aber sagen, was häufiger auftritt, ist zum Beispiel, wenn ich auf dem linken Bein, also auf der linken Seite liege, dass mir das Bein irgendwann krampfartig wehtut. Und da dachte ich immer: „Okay, das ist vielleicht vom Lipödem." Heutzutage denke ich eher, könnte auch May Turner sein, Na ja, vor allem, ne? wenn's Lipödem wär's ja beidseitig gleich, oder nicht? Ja, also ich habe schon auch in beiden Beinen Schmerzen, so bei Bewegung zum Beispiel oder wenn ich zu lange sitze. Aber das habe ich wirklich nur, wenn ich auf der linken Seite liege zu lange. Mhm. Mhm. Bin halt Linksseitschläfer, auf der rechten Seite schlafe ich nicht so häufig. Ja. Aber ja, da dachte ich auch immer, es ist ja, es ist halt Endometriose. Mhm. Es ist halt Lipödem. Aber, ja, heutzutage glaube ich eher, dass es doch dem May Turner geschuldet ist. Mhm. Ja. Und, du hast dann das MRT gemacht, hast es dann, ja, wieder nach Neubrandenburg geschickt, und hast dann die Empfehlung bekommen, noch mal zu Scheubach zu gehen, dann für 'ne Gesamtdiagnostik von den Kompressionen, ne? Genau, richtig. Mhm. Das habe ich dann auch im Dezember 22 gemacht und, er hat dann vor allen Dingen auch das Nutcracker-Syndrom festgestellt. Also, das war ja vorher in dem MRT, zumindest von dem Arzt, der das bewertet hat, gar nicht drinne und hat aber auch zusätzlich, wie der Arzt aus dem Krankenhaus, das May-Turner bestätigt, zwar mäßig grad, also noch nicht so sehr stark ausgeprägt, ähm, und hat auch schon eine Kompression der Vene gesehen, die beim Dunbar-Syndrom betroffen ist, aber erst leicht. Und ja, insgesamt dann auch das Pelvic Congestion Syndrom, wobei das auch der Doktor Putz schon gesehen hatte. Ja. Ja. Äh, und was hat er dir empfohlen? Wie bist du nach diesem Termin raus? Wie ging's dir überhaupt danach? Weil Ja, also natürlich hat er mir das empfohlen, wie allen anderen auch, erst mal ASS nehmen. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, so 'ne richtige Aussicht gibt's ja da gar nicht. mhm, Also, du weißt ja, du hast das und du weißt jetzt, woher deine Beschwerden kommen, aber zu dem Zeitpunkt ging's mir halt nicht gut, weil ich wusste, ja, so richtig kann man da nichts gegen machen. Denn, der Doktor Scheubach hat halt auch dieses hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom festgestellt. mhm, Und da war ja klar, okay, du kannst dir vielleicht irgend 'nen Stent setzen lassen, aber ob der dann wirklich was bringt aufgrund von dem, HEDS, weil der ja dann auch wandern kann oder an einfach an 'ner anderen Stelle wieder die Vene eindrückt. Ja, war's für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie 'n bisschen aussichtslos, ne? Ich meine, ich überstürze da nichts, ne? Mir ging's jetzt erst mal zumindest, was die Rückenschmerzen betrifft, besser und da war ich erst mal glücklich drüber. Und dann habe ich halt einfach gedacht: „Na ja gut, dann musst du jetzt halt gucken, wie's so weitergeht", ne? Ja. hm. Ja, ich fühle mich grade selber so 'n bisschen rein, wie ich das erste Mal bei Scheubach dann raus bin.
Ja, er sagte halt: „Gut, durch das ASS können die Schmerzen besser werden." Deswegen habe ich's dann auch erst mal eingenommen. Ich habe mir auch eingebildet, dass es die erste Zeit geholfen hat, aber Ja, irgendwann halt dann nicht mehr. Und ja. es ist bis heute so, wenn ich also nachts woanders schlafe, und das muss ich manchmal aufgrund meiner Arbeit oder wenn wir irgendwo anders bei Freunden übernachten, immer wenn ich nicht in meiner gewohnten Umgebung schlafe, kommen diese Flankenschmerzen wieder. Also, ja, es ist bis heute nicht richtig gut. Also, das heißt, du hast auch seitdem noch nichts irgendwie weiter unternommen bezüglich der Gefäßkompression? Ne. Ich bin immer so jemand, ich lese mich halt viel ein, wenn es mir schlecht geht und gucke und mache und tue. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es mir wieder gut geht, muss ich mich manchmal auch bewusst davon distanzieren, weil ich finde, dass das psychisch halt sehr, sehr viel mit einem macht. Wenn du immer wieder in diesen Gruppen liest und immer wieder guckst und machst, dann, ja, zieht dich das halt irgendwann auch runter, ne? Mhm. Ja, vor allem, wenn es halt keine Erfolgsgeschichten gibt, ne? Also, Mhm. das fand ich halt so. Also, auf der einen Seite war ich halt unglaublich froh, endlich zu wissen, was ich habe, dass ich mir das nicht einbilde. Aber auf der anderen Seite war so diese Hoffnungslosigkeit, weil es einfach keine Heilungschance gab oder es wurde irgendwie nichts wirklich in Aussicht gestellt. Es hieß, es ist chronisch, es hieß, das ist selten, und das Einzige, was ich gesagt bekommen habe, war natürlich dann, und das macht ja auch irgendwo Sinn, ne, zu gucken, dass die Skoliose und das Hohlkreuz besser werden mit dem Beckenschiefstand, ähm, und halt mit Blutverdünner ausprobieren. Aber bei mir damals gab's halt nur die Möglichkeit, wenn das alles nicht auszuhaltend ist, dann nach Düsseldorf zum Doktor Sandmann zu gehen und da halt diese große OP zu machen mit Bauchschnitt, und das hat mich irgendwie mir hat das irgendwie Angst gemacht, so den Ja, Bauch aufzuschneiden. ja. Mhm. Also, natürlich habe ich das auch in den Gruppen gelesen, auch von Dr. Sandmann und Co., aber für mich war das nicht zufriedenstellend, weil man liest ja nicht nur Gutes und das war für mich einfach keine Option. Also, da habe ich bis heute sage ich, ich würde mir keinen Stent setzen lassen, weil bei vielen wird's dann eben schlechter Na ja, gut, und Sandmann ist ja, er setzt ja keinen Stent in die Vene, ne, in die sondern Venen, außen. sondern er macht die Ummantelung, die Prothesen Hm, drumrum. Ich verstehe beide Varianten und finde die auch beide logisch, muss ich sagen. Und finde es halt toll, dass es Ärzte gibt, die sich halt überhaupt damit beschäftigen. Hm, aber es war dann auch irgendwie so, was ich gelesen hatte in den Selbsthilfegruppen. Das war irgendwie so 'ne Fifty-Fifty Chance, hatte ich das Gefühl, ne? Also, mhm. manchen ging's halt wirklich besser, die haben dann total geschwärmt und waren begeistert und haben gesagt, sie haben ihr Leben zurück. Und natürlich wollte ich das auch. Ich wollte auch mein Leben zurück. Ich wollte auch 'n normalen Alltag führen, ähm, und wieder an Freizeitaktivitäten mitmachen und danach noch Energie haben und, ne, also, ähm und auf der anderen Seite siehst du dann, also, liest du dann halt auch wieder Erfahrungen, die sagen: „Ey, ne, danach, ging's mir irgendwie noch schlechter und dann habe ich irgendwie kurz danach noch 'ne zweite OP gebraucht. Da wurde ich noch mal komplett aufgemacht Oh. und dann sitzt du irgendwie so zwischen diesen 2 Seiten und denkst: „Boah, was mache ich 'n jetzt?", ne? Und das waren ja viele, denen's danach schlechter ging. Also, ich habe viele Berichte gelesen, die gesagt haben: „Mir geht's danach schlechter." Ja. Also, so Das dieses, war ne, die einen sagen: „Der hat mein Leben gerettet", die anderen sagen, ich meine, gut, das, ich glaube, das gibt's irgendwie bei jedem Arzt, dass manche halt einfach gute Erfahrungen gemacht haben, manche nicht. Es ist ja auch jeder Körper individuell. Es ist ja nicht irgendwie wie so, weiß ich nicht, Brot backen, dass das immer ja, gleich ist. Ähm, und es können ja auch Komplikationen passieren oder so, aber es war mir zu unsicher. Also, ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie was, ähm wo ich irgendwie mehrprozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass es funktioniert. Und dann bin ich halt auf diese internationalen Selbsthilfegruppen gekommen und habe mich da mal eingelesen, was denn im Ausland so passiert ist. Ich weiß nicht, ob du da auch in solchen Gruppen bist?
Englisch ist echt nicht so meine Sprache. Also, ich bin nicht sprachbegabt, aus Meine dem auch überhaupt Grund. nicht, dass ich da in englischen Selbsthilfegruppen bin. Aber ja gut, so peppe ich vielleicht mein schlechtes Schulenglisch auch 'n bisschen auf und durch Instagram und Social Media Mhm. hat kommt man ja wieder mit Englisch viel mehr in Berührung als früher, weil nach der Schule habe Mhm. ich einfach nie wieder Englisch gesprochen, so im Ja, Urlaub vielleicht was bestellt. ich war noch nie gut, aber Ja. ich glaube, also, ich habe da tatsächlich auch nicht viel geguckt, weil ich hatte dann nach der Neurolyse auch 'ne Reha gemacht. Ich habe Mhm. gemerkt, Kraftsport geht wieder. Also, so meine Leidenschaft, ich kann das Stück für Stück wieder aufbauen, habe dann halt auch so 'n bisschen von den Sandmann-OP gelesen und dachte halt: „Okay, ich warte jetzt einfach erst mal ab." Mhm. Und, ja, mir ging's zu dem Zeitpunkt einfach besser und ich wollte Mhm. dieses Hoch dann erst mal wieder genießen, bevor ich weiter gucke. Ja, das verstehe ich total. Mhm. Ja. Und wie geht's dir jetzt heute? Ja, wie geht's mir heute? Also, ich muss es mal so in 2 Phasen, glaube ich, so 'n bisschen unterteilen. Ich hatte bis Anfang 24 'ne Tätigkeit, wo ich wirklich nur am Schreibtisch sitzen musste, weil ich ans Headset quasi am Headset saß. Also, ich habe so 'ne telefonische Beratungstätigkeit gehabt und zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr, sehr viele Ausfälle, also Krankheitsausfälle, weil ich einfach nicht so lange sitzen konnte Mhm. und das ist bis heute so. Mhm. Ich merke, wenn ich zu lange gehe, zu lange, sitze, dass ich einfach Bauchschmerzen kriege. Muss dazu sagen, ich trage ja noch Kompressions Leggings aufgrund von dem Lipödem. Aber wenn ich wirklich manchmal Tage habe, wo ich die nicht trage, weil ich einfach, weiß ich nicht, mal wieder 'ne Jeans oder so was anziehen möchte, dann ist es katastrophal. Also, die hilft schon viel, auch was diese ganzen Kompressionssymptome angeht. Mhm. Aber ja, da hatte ich schon ziemlich viele Krankheitsausfälle, einfach weil ich keine 8 Stunden am Stück normal sitzen kann. Und zu dem Zeitpunkt ging's mir halt sehr schlecht. Ich hatte da auch noch nicht so viel Sport machen können wieder und ja, war wirklich auch häufiger krank. Mhm. Man muss ja sagen, man ist nicht nur krank, weil man grad Bauchschmerzen hat, sondern das, was ja auch viele unterschätzen, ist diese diese Erschöpftheit. Also, man merkt, dass der Körper arbeitet und manchmal ist man einfach so kaputt, dass man wirklich erst mal 2 Tage schlafen muss. Ja. Und dann fragen mich auch Leute: „Ja, was hast du denn jetzt? Warum warst du krank?" Und dann erkläre ich halt: „Ja, ich musste einfach schlafen. Ich konnte nicht mehr." Und das können ganz viele gar nicht nachvollziehen, dass es nicht nur immer Schmerzen sein müssen, sondern manchmal ist der Körper einfach am Ende und du brauchst Schlaf. Ja, also erstens natürlich nach OPs, ne, braucht der Körper Erholung. Da hat ja das Umfeld noch Verständnis. Mhm. Aber dass man aufgrund von Schmerzen, so wie du es halt sagst, man versucht ja trotzdem zu funktionieren. Und man versucht, diese Schmerzen sozusagen in den Hintergrund zu schieben, damit man eben den Alltag bewältigt bekommt. Ja, Und das kostet so viel Kraft und Energie, was man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, selber teilweise, aber man dann diese permanente Erschöpfung hat mhm. und dann Schlaf auch gar nicht mehr wirklich erholsam ist. Ähm, und also das ist auch tatsächlich bei mir, eins der Hauptproblematiken, die ich im Alltag habe, weshalb ich es nicht mehr schaffe zu arbeiten. Ähm und halt viel Aktivitäten, ähm, ja, aufgeben musste aufgrund dessen, dass ich's aus Erschöpfung nicht machen kann. Also, Ja, ich habe auch diese chronischen Schmerzen, die sind immer da, wo ja auch immer Leute sagen so: „Hä, ja, hast du jetzt im Moment grade auch Schmerzen?“ Und ich sage so: „Ja, die sind immer. Die sind auch nachts, mhm. die sind immer da.“ Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist oder irgendwie auch mal das hatte, dass man Schmerzen hat und du kannst die nicht beeinflussen. Ja. Also, ja, Was ich halt auch immer wieder beobachte, also natürlich habe ich auch täglich Schmerzen, aber dein Normalzustand verschiebt sich ja. Und für vieles, was ich, glaube ich, so als normal heute ansehe und wo ich vielleicht auch noch sagen würde: „Ach, mir geht's ganz gut." Wenn mein Partner das manchmal beobachtet, sagt er: „Nein, dir geht's gar nicht gut. Du hast dich einfach nur daran gewöhnt." ja, da Und das kennt er ist dich nicht aber auch normal. gut. Oh, wie süß. Ja, ja, der war bei allem damals auch dabei. Und weiß ich nicht, ne, zum Beispiel, das ist auch manchmal heute noch so, wenn wir, weiß ich nicht, einen kleinen Shoppingtrip machen, weil wir neue Hosen oder was auch immer brauchen, dann bin ich nach 3 Stunden kann ich nicht mehr laufen.
bin ich eigentlich auch völlig fertig. Mittlerweile auch bin ich einfach mit der Umwelt auch 'n bisschen überfordert. Also, dieses viele Menschen, viele Eindrücke, viele Mhm. Geräusche machen mich völlig fertig Mhm. und dann muss ich danach zu Hause schlafen. Das geht gar nicht anders. Oh, wir haben so viele Ähnlichkeiten, aber das merke ich halt immer wieder. Also, auch diese, schnelle Überreiztheit, durch die Umgebung, dass man das auch nicht mehr gut verarbeitet bekommt. Mhm. Ähm, Ja. Und ja, ich habe jetzt seit Anfang 24 habe ich, meine Tätigkeit gewechselt, bin zwar noch bei der gleichen Firma, aber bin quasi von der telefonischen Beratung, in so 'ne Dozenten-Ausbildungsleiter-Tätigkeit, gekommen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass, ich entweder halt vor Ort bin bei uns im Bildungszentrum oder aber auch zu Hause im Homeoffice. Also, es ist immer sehr wechselnd. mhm, Und ich muss jetzt halt nicht mehr 24/7, wenn ich arbeite, am Bildschirm sitzen, ne? Also, mhm, schon natürlich, aber weiß ich nicht, wenn es mir halt gar nicht gut geht, dann nehme ich halt mir den Laptop auf den Schoß und lege die Beine hoch. Aber ich muss halt nicht in einer angespannten Haltung immer am Schreibtisch sitzen. Ne, oder wenn ich vor Ort bin und unterrichte, dann kann ich mich auch mal hinstellen. Dann kann ich mich hinsetzen oder, ne, bin so ein bisschen in Bewegung und das tut mir auf der einen Seite ganz gut. Auf der anderen Seite merke ich natürlich, wenn ich 3 Tage am Stück Unterricht hatte, bin ich auch da fix und fertig, ne? Also, manchmal bin ich 3 Tage vor Ort und gebe Unterricht und wenn mein Unterricht dann vorbei ist, dann merke ich richtig, wie ich aus dieser Schockhaltung, aus diesem Überlebensmodus, sage ich mal, rauskomme. Und sobald ich zu Hause bin, bin ich den ganzen Nachmittag am Schlafen und manchmal auch noch ein 2 Tage danach. mhm. Oh, ich Aber kenne das es so gut, ne? Und das gibt ist ja auch 'ne Symptomatik, ne? Also, Erschöpfungssyndrom oder Fatigue, das haben mhm, wirklich auch viele einfach mit, schweren Erkrankungen, mit chronischen Erkrankungen. Also, das ist ja recht bekannt, aber ich habe das Gefühl, nicht ganz so akzeptiert von der Allgemeinheit so 'n bisschen. Also, ich merke halt irgendwie so, ja, wenn jemand sagt: „Ich habe Long Covid", ah ja, oh, Long mhm, Covid, ne? So, das wird total ernst genommen. Also, ich will das gar nicht absprechen, das ist super schlimm, aber es ist halt auch teilweise vergleichbar damit, ne? Diese Schwere, diese bleiernde Müdigkeit und Erschöpfung, die man hat und weswegen man dann teilweise kaum irgendwie, ja, was, hinbekommt, ne? Und also, toll, dass du noch arbeiten kannst. Ähm, War das Zufall oder hast du das, versucht, so 'n bisschen deinen Arbeitsalltag, ändern zu können? Also, dass du geguckt hast, kann ich irgendwas anderes machen, wo ich einfach dann es einfacher habe auszuhalten mit meinen körperlichen Beschwerden? ja, also, ich habe, Berufsschullehramt studiert und für mich war immer klar, ich will in den Bereich Bildung. Habe aber bei einer Krankenkasse damals, meine Ausbildung gemacht, weil ich erst mal was Handfestes wollte. Und ich hatte halt Glück, dass zu dem Zeitpunkt, als ich damals mit meinem Bachelor fertig war, die Stelle halt eben frei war. Aber für mich war auch klar, ich habe den Master dann noch weitergemacht, dass ich auf gar keinen Fall in die Schule will, wegen zum Beispiel solchen Sachen wie: Ich habe mal Homeoffice, Mhm. ne? Also, ich habe schon bewusst danach Ausschau gehalten und ich glaube auch, wenn ich heute mir 'n neuen Job suchen müsste, ich würde schon gucken, dass der mindestens 3 Tage in der Woche Homeoffice ist, weil das ist halt mein Anker. Ja. Also, ich habe Glück, dass meine Kollegen und auch meine Chefin super verständnisvoll sind und jedes Individuum so sehen, wie sie sind, auch mit ihren Schwächen. Und ja, also, es ist wirklich mein Anker, Mhm. Homeoffice. Ansonsten wäre ich auch nicht voll arbeitsfähig. Also, wenn ich jeden Tag irgendwo hinfahren müsste, mich fertig machen müsste, irgendwo den ganzen Tag sitze, das würde gar nicht gehen. Mhm. Ist für dich Stehen auch 'n Problem? Ja, ja. Also, da merke ich auch immer wieder, dass ich unter Umständen auch Flankenschmerzen kriege, wenn ich mich nicht bewege. Mhm. Ja, Ja. wow. Der Nussknacker, ne? Ja, also das ist krass. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, das ist jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre her bestimmt. Da war ich damals mit meinem Freund, mit dem ich da zusammen war. Wir sind oft auf so kleine Konzerte gefahren. Ich hatte immer so Probleme, auf diesen Konzerten zu stehen. Ich Mhm. habe so Schmerzen in den Beinen gehabt, im Rücken. Ich habe gar nicht verstanden, wie andere Leute so lange stehen können. Also, Ja.
wenn ich dann denke, so eigentlich hat's da schon irgendwie, damit angefangen oder Sitzen, ne? Also, für mich ist Sitzen also, jetzt sitze ich auch hier und ich habe so Schmerzen im Gesäß und im unteren Rücken und ich halte es halt grade aus, ne? Ich Ja. rede hier mit dir und versuche mich zu konzentrieren und ich lache und so, aber es permanent bohren sich da diese Schmerzen halt so immer in das Bewusstsein wieder, ne, wo ich dann denke: „Boah, ich freue mich eigentlich, wenn ich jetzt hier gleich aufstehen kann und mich dann hinlege oder irgendwie 'n paar Schritte in der Wohnung mache.“ Mhm. ja, also und früher Kann war ich ja also, das ist halt auch so was, wo ich denke, ich würde so gern mal auf 'nem Stuhl sitzen, einfach nur sitzen, ohne dass was wehtut. Man merkt Also ja auch, man ist ständig nur am Rumrütteln, man zielt mal nicht nach links, mal setzt man sich auf die ja, rechte genau. Hinterbacke. Ja, das ist unangenehm. Und Also, alle ich bin auch möglichen froh, dass ich 'n Sitzkissen. Sch genau. Ich bin froh, dass ich 'n Schreibtischstuhl habe, den man super viel bewegen kann, weil auf normalen Stühlen sitzen ist der absolute Horror. Ja, ja, ich hatte dann auch, so 'n verstellbaren Schreibtisch mir extra geholt, ne? Ja, Genau. toll, wenn du nicht stehen kannst. Also, weißt du? Also, ich konnte Bringt dir nicht weder so stehen viel. noch sitzen und ich habe ja auch 'n Schreibtischjob gehabt, permanent, Mhm. am Computer. Und das ja, also, bei mir ist eigentlich nur liegen und das tut auch weh. Da muss ich die Position dann ständig wechseln, oder halt laufen, aber halt nicht zu lang. Also, es ist wirklich kann man sich, glaube ich so gar nicht vorstellen, wenn man einfach auf 'nem Stuhl sitzen kann oder Mhm. Also, ich würde auch sagen, tendenziell, ich arbeite mindestens 2 Stunden am Tag, sage ich mal so, aufm Sofa mit langen Beinen, mit'm Laptop aufm Schoß. Und wenn's nur darum geht, E-Mails zu beantworten, wenn ich jetzt natürlich irgendwie Unterricht konzipiere, da brauche ich schon große Bildschirme und dann rotiere ich halt, ne? mhm, Also, mal liege ich dann mit'm Laptop, mal sitze ich dann, je nachdem, was ich halt mache. ja, Und, auch noch mal in Bezug auf Stehen zu kommen, ne? Also, ich merke das richtig, wenn wir jetzt zum Beispiel wir gehen gerne auf Flohmärkte. Ab irgend 'nem Punkt sage ich: „Ich kann nicht mehr, wir müssen jetzt nach Hause.“ ja, Und ich merke zum Beispiel, du hast ja auch 'n Hund. Irgendwie, du gehst mit dem spazieren, das tut dir gut, aber ich habe mal so reflektiert die letzten Tage, ich gehe immer kleinere Runden, unterbewusst, weil mein Körper mir das suggeriert, ich kann nicht mehr. Und das ist also, da passiert halt so viel unterbewusst, was du eigentlich gar nicht so wahrnimmst. Und wenn du dann mal anfängst, dich zu reflektieren: „Ja, ich arbeite grade Vollzeit und, ich habe immer mal Krankheitszeiten, wo ich ausfalle und manchmal mittags, wo ich mich hinlege, um zu schlafen in der Mittagspause oder ich melde mich mittags auch krank, das kommt häufiger vor. Aber dann sind's halt auch so kleine Sachen wie, ich gehe da nicht mehr gerne auf Flohmärkte, weil mein Körper mir unterbewusst sagt: „Ach, irgendwie kann ich nicht lange stehen.“ Ich gehe unterbewusst weniger mit dem Hund spazieren, ne? Also, was ich damit sagen will, ich glaube, mir geht's als Betroffene noch sehr gut, aber trotzdem habe ich meine Einschränkungen und mein Normalzustand hat sich einfach verschoben. Und wenn ja, andere mich vielleicht sehen und das hören, würden die denken: „Ja, die ist ja schwer krank, der geht's überhaupt nicht gut.“ Und ja, ich sehe halt diese ganzen Betroffenen in den Gruppen oder auch bei Instagram, denen ich folge und denke mir gleichzeitig: „Boah, eigentlich geht's mir noch gut“, ne? mhm. Also, es ist halt immer so die Sichtweise, die man betrachtet. Ja, natürlich und vor allem, es ist ja auch 'n bisschen das, was zeigt man nach außen, ne? Also, ich bin so jemand, wenn man von mir nix hört und sieht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es mir nicht gut geht. Ähm, oder ich halt, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, sagen wir mal auf irgend 'nem Geburtstag oder so, dann halte ich durch, bis ich dann halt, so wie du vorhin gesagt hast, zu Hause bin und dann breche ich zusammen. Ja. So, ne? Also, ähm Mir hilft es halt auch ganz bewusst zu kommunizieren, wie es mir geht. Also, ich mache da halt kein Geheimnis drum, dass ich krank bin und ich finde es auch mhm, wichtig aufzuklären und spreche das halt so offen aus. Und wenn zum Beispiel meine Arbeitskollegen auf Dienstreisen sagen: „Ja, lass uns abends noch mal was trinken gehen“, sage ich so: „Ne, ich komme nicht mit, ich kann einfach nicht mehr, weil gerade das, das und das ist.“ mhm, Und ich habe zumindest gelernt, wenn ich darüber spreche und zumindest versuche, den Leuten zu erklären, wie es mir geht, dann haben die meisten eigentlich auch ein Verständnis dafür. mhm, Mein Freund sagt immer so schön: „Ich kann das nicht verstehen selber am eigenen Körper, wie es dir geht, aber ich sehe ja, wie es dir geht und kann es dadurch irgendwie annehmen, wie es dir geht.“ Also, natürlich kann er es nicht nachempfinden, weil er die Leiden nicht hat, aber er versucht's halt so gut wie es geht halt zu sehen und schon auch mhm. irgendwie nachzuempfinden und mir dann halt zu helfen.
Und Ja, da muss man einfach viel miteinander sprechen. so 'n Partner wünsche ich jedem an die Seite, weil tatsächlich uns sieht man das ja halt oft nicht an, ne? Also, er hat ja dann schon Mhm. feine Antennen da für dich. Ähm, Ja, total. und, ja, ich mache halt die Erfahrung, dass viele vergessen auch, dass ich krank bin, so, ne? Weil wenn sie mich sehen, dann wirke ich ja normal. Hm, und, ja, mit Hund, ne? Also, das ist halt ich habe echt regelmäßig 'n schlechtes Gewissen, weil ich habe halt auch keinen Garten oder so. Also, ich muss wirklich mit ihr rausgehen an der Leine. Und wenn ich sage: „Ja, ich gehe Gassi", ich glaube, da stellen sich Leute vor, ich laufe mit dem Hund 2 Stunden durch 'n Wald oder übers Mhm. Feld. Das ist bei mir aber im Prinzip, ich laufe mit dem Hund grade um den Häuserblock, das sind nicht mal 5 Minuten, so. Ja. Ne? Und das ist dann für mich die Gassi-Runde gewesen, die die Standardrunde ist, Mhm. wo man ja sagen also, wo ich ja schon denke: „Das ist der arme Hund", ne? Also, und wenn ich's schaffe, dann kriege ich so 20 Minuten hin, ne? Dann laufe ich dann irgendwie mal dann schaffe ich's aus'm Dorf raus, und mal kurz übers Feld und wieder zurück. Das sind dann knappe 20 Minuten oder so. Und dann denke ich schon, ich habe halt 'n Marathon gemacht oder ich muss zwischendrin in die Hocke gehen, weil ich so schlimme Rücken und Beinschmerzen habe. Ja, kann ich so gut nachvollziehen. Also, Mhm. ich gehe schon tendenziell häufiger auch länger, aber so diese Standardrunde sind auch 15 Minuten, wie du sagst, 'n Kilometer. Und ich habe mir halt irgendwann konnte ich über den Arbeitgeber 'n E-Bike leasen. Und da habe ich dann auch speziell drauf geachtet, dass der Federung unterm Rücken hat, dass der Rücken und so weiter entlastet sind, dass ich nicht viel trampeln muss, also extra eins mit super viel Power. Ja. Und wenn halt ich merke, der Hund, der braucht Bewegung, aber ich kann ihm das nicht geben, na gut, dann setze ich mich halt aufs E-Bike mit Turbo und dann kriegt er halt so seine Auslastung. Ja, das ist halt geil, ne? Also, viele haben halt Probleme mit Fahrradfahren, ich tatsächlich auch, dass dann mein Pudendus getriggert wurde davon. Mhm. Ich konnte ja 'ne Zeit lang gar nichts mehr machen und, mein Hobby, was ich schon von Kindheitstagen immer gemacht habe, war halt Reiten. Das ist so meine Leidenschaft. Das ging irgendwann auch überhaupt gar nicht mehr, weil ich dann immer Brennen hatte danach. Mittlerweile kriege ich's also, kriege ich's wieder hin, und habe wieder angefangen, aber halt nur so im Schritt. Und dann ist halt voll gut, weil es ist halt der Sattel ist bequem, der ist breit, du sitzt da, du wirst getragen und dann muss ich halt Mhm. nicht mit dem Hund über den unebenen Boden laufen, weil das triggert bei mir auch den Pudendusnerv, sodass ich durch diese Erschütterung beim Laufen halt auch wieder dann Brennen in der Harnröhre kriege. Und so ist es dann für mich so die Gelegenheit, wo mein Hund halt mal wirklich 'n bisschen rennen kann und mal länger laufen kann, weil ich dann 'ne halbe Stunde auf'm Pferd mich einfach tragen lasse. Ja, 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 es ist genau das Gleiche in Grün. mhm, Ich muss halt auch sagen, ich kann wieder Krafttraining machen, natürlich nicht mehr so 'ne Intensität wie früher, aber ich merke schon, dass mir das sehr, sehr gut tut. mhm, Und das muss glaube ich ich. auch regelmäßig machen. Also, ich habe das Gefühl, dass die Flankenschmerzen nicht so ganz schlimm sind, wenn ich regelmäßig zum Sport gehe. Aber manchmal merke ich auch beim Sport, das ganze Blut, die ganze Flüssigkeit sammelt sich im Bauch, alles wird dick, ich kriege Schmerzen ohne Ende und muss dann auch nach Hause. Mhm. Also, es ist halt immer wirklich tagesabhängig. Manchmal geht's gut, manchmal halt nicht. Ja. Ja, Aber vielleicht ja, ist es auch zyklusabhängig, ne? Spielt ja auch immer so 'n bisschen 'ne Rolle mit den Hormonen. mhm, Ähm, ja, du hast vorhin gemeint gehabt, Stent kommt für dich nicht in Frage. Auch 'n interner Stent, für die Beckenvene? Also, meintest du ne, das auch? ich habe zu viel Angst davor. Und so hart wie's klingt, aber Endometriose war damals so, es muss operiert werden, es geht kein Weg drum herum. Es war bei dem Nerv das Gleiche. Ich hatte Schmerzen ohne Ende, es ging kein Weg drum herum. Und aktuell geht's mir so gut, dass ich sage, es bleibt so, wie's ist. Ja. Aber wenn ich jetzt in 2 Jahren wieder die Schmerzen meines Lebens habe, würde ich nicht garantieren, dass ich zum Stent nicht nein sage Ja, ne, also oder das andere verstehe Dinge. ich. Verstehe Ja, ich. Ich glaube, das wäre auch mein Weg oder so bin ich das auch angegangen, solange ich damit gut klarkomme, ne? 'Ne OP ist immer 'n Eingriff, ne? Ähm, und ich habe selber auch Schiss grade vor diesen internen Stents, also mehr als vor den mhm, externen Stents, muss ich sagen, weil die sind verwachsen und dann sind sie verwachsen und dann sind ja, sie drin und du kriegst die nicht mehr raus so. Und das macht mir mhm, irgendwie Angst. Also, ich habe ja noch,
'ne Aufnahme mit dem Dr. Lichtenberg, der macht das ja jeden Tag. Also, ich Mhm. bin sehr gespannt, was der dazu sagt, ähm, weil bisher habe ich mich da halt einfach auch noch nicht, getraut aus dem Grund. Ja. Ähm, Ich muss tatsächlich auch sagen, also mein nächster Schritt ist auch erst mal 'ne Liposuktion. Da arbeite ich jetzt grad erst mal mhm, dran. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn du Lipödem hast und sagen wir zum Beispiel Mama Turner, da bist du ja irgendwie an 2 Stellen einfach auch, ja, am Arsch, sage ich mal. ja. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt, das Lipödem-Fett abgesaugt wird, die Frage ist, wie verändert sich's dann? Vielleicht verändert sich der Allgemeinzustand dann auch noch mal, vielleicht wird's besser. Das gleiche Also, Gespräch hatte ich letztens mit 'ner Freundin erst, glaube vorgestern oder vor 3 Tagen oder so, weil ich gemeint habe: „Ah, ich glaube, ich mache lieber erst 'ne Liposektion, weil meine Hauptbeschwerden sind die Beine und das Gesäß und vielleicht kann das ja vom Lipödem kommen." ja, Aber das Lipödem habe ich ja erst bekommen, nachdem ich die Gefäßkompressionssyndrome diagnostiziert bekommen habe und da hatte ich ja eigentlich auch schon Beinschmerzen. Aber was ist, wenn ich schon Lipödem Stadium 1 hatte, also wo man ja noch schlank ist, wo man's ja eigentlich gar nicht so richtig sieht und die Schmerzen irgendwie da auch schon vom Lipödem kamen und sie dann so: ja. „Ja, und was ist, wenn du den Stent bekommst und dadurch wird auch das mit dem Lipödem besser?" Und ich so und wir so: okay, also letztendlich musst du halt also ich kenne diesen Struggle, in dem du Mhm. grade auch steckst, wo ich denke: Was kommt jetzt das, ne? Also, ich hatte jetzt die Nieren-OP, ich weiß, was ist durch die Nieren-OP weggegangen und was ist halt immer noch da. Und das Problem ist halt einfach bei der Suktion. Liposektion? Liposuktion. Suktion? Das Wort. Ähm, das musst du ja selber bezahlen. Jein, es soll ab nächstem Jahr Kassenleistung Ja, werden. aber ich ärgere mich, da richtig doll drüber, dass jetzt die ganze Presse berichtet hat, so: „Ja, Lipödem, die OPs werden jetzt bezahlt." Ja, und dann liest du aber halt mal durch, was du im Prinzip alles, erfüllen musst an Ja. Kriterien, damit sie die OP übernehmen. Und das ist halt einfach, wo ich sage: „Ja, ne." Und für mich ist da halt der größte Punkt, also, ich will dir da jetzt aber irgendwie voll nicht reinreden, wenn du da schon irgendwie hoffnungsvoll da auf nächstes Jahr guckst. Aber ich habe mich halt geärgert, weil die halt dann sagen, es dürfen nur Vertragskliniken, machen, und nicht die ganzen Privatkliniken, die sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit Lipödem auseinandergesetzt haben und da halt einfach extrem viel Erfahrung gesammelt haben, sondern ne, ich kriege das jetzt nur bezahlt, wenn ich zu 'ner Vertragsklinik gehe und da 'n Operateur ist, der maximal 50 OPs gemacht haben muss und der ist dann quasi verantwortlich für meine Beine. Ja, Und das ich ist 'n hatte großes Areal und ich denke mir so: mhm. „Ne." Also, Ich hatte tatsächlich Anfang diesen Jahres schon mal 'n Antrag gestellt. Bei uns in Kassel ist 'n Arzt, der macht das schon seit vielen Jahren und operiert seit vielen Jahren und engagiert sich da auch viel. Aber ich kann das nachvollziehen, dass du mhm, sagst: „Ich will da 'nem Arzt, der so 'n paar OPs gemacht hat und dann nicht spezialisiert ist, will ich es nicht so gerne machen lassen." mhm. Ja, und Aber ich das war ist auch halt so diese das Woche Feedback von vielen, ne? So in ja. den Gruppen auch. Genau, ne, ich war auch diese Woche also letzte Woche war ich auch bei jemandem, der sich also bei 'nem Arzt, der viel sich da engagiert und diese Woche auch wieder bei dem Arzt, der operiert. Und ja, die Presse sagt, es wird einfach übernommen. Wie du aber auch sagst, klärt gar nicht so richtig über diese ganzen, Dinge auf, die du erfüllen musst. Und auch Mittwoch hat der Arzt zu mir gesagt, auch bis heute ist es noch nicht wirklich klar, was Mhm. da wirklich kommt. Also, es gibt so 'n paar Rahmenbedingungen, die vielleicht schon feststehen, aber bis ins Klein-Klein ist da noch gar nix Ja, ausdiskutiert. und ich frage mich halt, warum? Also, warum kann man nicht einfach sagen: „Es ist 'ne Krankheit, die viele Frauen betrifft, ganz selten auch 'n paar Männer, aber das ist 'ne krankhafte Fettverteilungsstörung, für die die Person nichts kann." Und das ist Ja, nicht nur optisch, psychisch 'ne Belastung, sondern es macht Schmerzen. Diese Krankheit tut weh.
Und dass das Ja. immer noch so als Schönheits-OP dann irgendwie abgestempelt wird oder so, das ärgert mich so was. Und ich bin natürlich auch ich war früher auch halt unwissend und habe gedacht: „Oh, Lipödem, das sind die Leute, die halt so Elefantenbeine haben." Mhm. Ne, ich hätte nie gedacht, dass ich das habe, oder bekommen könnte oder so. Ich war immer total dünn und drahtig und jetzt habe ich das irgendwie noch zusätzlich noch so 'n Riesenpaket drauf bekommen und habe bin finanziell einfach nicht in der Lage, das zu bezahlen. Und dann gibt's ja Ja. viele Leute, die machen dann so 'n Spendenaufruf und ich habe dann auch schon da gedacht: „Okay, das muss ich auch machen." Ich muss mich da auch quasi öffentlich irgendwie da hinstellen und sagen: „Hey, ich bin krank, ich kann mir aber die OP nicht leisten." Und das Mhm. wird jetzt quasi den Leuten irgendwie zunichte gemacht, dadurch, dass überall jetzt steht: Lipödem-OPs werden ja bezahlt. Wer spendet denn da dann noch für Leute, die sich die OP nicht leisten können? Weil das heißt: „Wird doch bezahlt", ne, so. Ja, und das sagte der Arzt auch am Mittwoch zu mir. Es ist noch gar nicht klar, wie viel die bezahlen, ob die alles bezahlen, ob die dann sagen, es werden nur noch ambulante OPs bezahlt, ob es 'n Eigenanteil gibt. Also, Mhm. das sind Sachen, die sind noch gar nicht ausdiskutiert. Aber die Ja, Presse schreibt schon überall, es wird bezahlt. ja, Aber mal gucken. Also, mein Termin steht im Februar. Ich hoffe, dass die sich bis okay. dahin ausdiskutiert haben und ja, mal schauen. Mhm. Aber du bist bei 'ner Vertragsklinik? Ja, ja, Ah ja, genau. okay. Ja, dann bin ich ja sehr gespannt. Also, ich verstehe, dass du weil ich struggle ja auch, welchen Schritt mache ich als Nächstes, aber aufgrund der Kosten, glaube ich, Ja, der Stent, ähm, jetzt erst mal so als nächste Möglichkeit leider. Ähm, Ich glaube, sonst würde ich's vielleicht auch andersrum machen. Übrigens, am Montag habe ich auch 'n Termin in der also, ich war schon in Hamburg in der Lipödem-Klinik zum Gespräch. Montag bin ich in Frankfurt und im März habe ich eigentlich auch noch mal 'n Termin woanders. Ähm, ja, also, ich denke, das wird sich dann vielleicht im nächsten Jahr irgendwie entscheiden oder so, aber ich bin sehr gespannt dann, wie's dir dann ergeht mit deiner OP im Februar. danke. Ja, ich bin auch gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob die Kompression danach noch notwendig sein wird wegen der Gefäßkompressionssyndrome. Also, das ist so das, was mich am meisten momentan auch mit so beschäftigt mit der ganzen Sache. Mhm. Weil eigentlich würde ich sie gern loswerden, aber ich merke ja auch, dass sie mir am Bauch einfach sehr gut tut. Also, da bin ich Mhm. mal gespannt. Mhm. Mhm. Ja, na ja, jetzt sind wir schon hier über 'ne Stunde. Krass. Ja, Hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir haben viele Themen, glaube ich, mitgenommen hier in dem Gespräch und, ja, sind da viele kleine, Seitenwege noch mal gelaufen. Und, ja, ich danke dir da, für deine Offenheit, dass du uns alle da bei deiner Geschichte mitgenommen hast und auch bei deinen Gedanken und was du jetzt so geplant hast weiterhin auf deinem Weg. ja, sehr gern. Ich freue mich voll, dass ich hier sein durfte. Ich habe damals immer schon ein bisschen auf meinem Account eigentlich von dem Hund auch ein bisschen mitgenommen bei der Reha und so weiter. Von daher liegt mir das auch sehr am Herzen einfach, dass Gefäßkompressionssyndrome bekannter werden und wenn ich da so ein bisschen zu beisteuern kann, dann freue ich mich riesig. Auf jeden Fall. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.